Die ungeschonte Wahrheit für die Community und herzlich willkommen zu Tag 2. Es ist 8 Uhr, der Formcheck wurde gemacht. Ich bin auch so verklatscht von der Nacht, ich sag's euch. Aber ich bin Real Talk vor 5,5 Minuten aufgewacht. Was mache ich? Ich stelle mich im Schlüpper da raus und nehme Posing auf. Das schicke ich gerade Stefan rüber. Und so sieht eigentlich jeder Morgen aus, gerade in den letzten 14 Tagen vor der Show. Und berichte ihm, ja, was abgeht, wie die Nacht war. Er schreibt auch schon guten Morgen. Und euch wünsche ich auch einen wunderschönen guten Morgen. Und ich werde mich gleich anziehen. Und dann zeigen wir euch heute die Morgenroutine, so wie es aussieht. Und dabei wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Für alle, die eine Inspo brauchen, wie so ein Morgen aussehen sollte, gerade in der Vorbereitung, der kann heute auf jeden Fall was mitnehmen. Wir sind wieder in voller Montur. In der Montur genauso wie gestern. Trommelwirbel, wer hätte es gedacht? Wir beten, das Gepäck kommt heute an. Wichtig, AirPods mitnehmen, Handy mitnehmen und Wasser mitnehmen. Und das Wasser wird jetzt befüllt mit etwas Power. Wer ist Jeremy Fragrance? Power! Ja, Meta X 2.0 haben wir am Start auf jeden Fall für den Morgen. Kann ich jedem empfehlen. Wir haben da unter anderem Koffein drin, aber nicht zu hoch dosiert, was ganz geil ist. Wir haben Synephrine drin. Das sind alles Inhaltsstoffe, die die Fettverbrennung ankurbeln, den Stoffwechsel vor allem ankurbeln. Ganz wichtig und deswegen in der Diät perfekt. Jetzt ist raus. Denn das Problem ist, meine Gewichtswaage ist ja auch nicht da und ich werde jetzt ein bisschen im Gym sind nichts trinken. Übel das Pappmaul, aber ich will einfach mal wissen, wo das Gewicht jetzt ungefähr steht. Denn das ist ganz wichtig, dass der Coach auf jeden Fall weiß, hey, so und so sieht's aus. Und angefangen habe ich damit 9 Gramm einmal am Tag, morgens. Mittlerweile nehme ich 10 oder ihr kennt meine Sonderzuschläge, 12 Gramm morgens und dann je nachdem 12 Gramm noch vorm Training, aber da wir jetzt ja den Rank Olympia haben und da die Inhaltsstoffe von dem klassischen Booster mit aber auch den Meta-Inhaltsstoffen kombiniert sind, spart man sich da auf jeden Fall ein Produkt mehr. Das Ganze packe ich jetzt hier mit ein, schüttel das und dann können wir los ins Gym. Was steht im Gym an? Heute ist ein Rest-Day bei mir. Tatsächlich. Gestern war ein Trainingstag und der Flugtag war auch ein Rest-Day, aber ich will wieder in meine klassische Routine reinkommen. Deswegen kriege ich heute Mittag eine Behandlung. Eine Therapeutin kommt vorbei und ich habe da ein bisschen auf meinen Körper gespürt, gefühlt. Ich lege morgens meine Wortwahl, ihr müsst entschuldigen, aber wir nehmen euch mit, so nah wie es geht, aber mittags kriege ich noch eine Therapie und dann kann ich die nächste Woche Vollgas trainieren, denn die wird nochmal richtig knackig und in diesem Sinne gehen wir jetzt ins Gym, da mache ich auf jeden Fall meine Steps auf dem Laufband, ich mache mein Bauchtraining morgens, was ich auch anders als zu den anderen Vorbereitungen wieder mehr integriert habe, komme ich aber später dazu und sieht man aber auch deutlich anhand der Form, beziehungsweise anhand der Entwicklung, auch der Bauchmuskulatur. Das war ja noch so ein Manko, was ich auch verbessern wollte. Und ja, wir werden dann in den Posingraum gehen, noch ein paar Runden posen, dann geht der Tag weiter. Aber ihr seid natürlich live und in Farbe mit dabei. Alle Ehrenmänner und Frauen schauen dann jetzt aber bitte mal ein Abo in die Box und liken das Video, denn euer Support ist uns wichtig und für euren Support sind wir nicht nur dankbar, sondern der ist auch wichtig, um solche Geschichten wie so eine Content-Reise mit
allem drum und dran mitzunehmen. Guck mal, wisst ihr, was das Schöne an meiner Frau ist? Die sprudelt auch an Energie unter anderem und an Ideen, denn ich kam einfach auf die Idee, wie wäre es, wenn wir einen fetten Newsletter machen, wo wir meine Gedanken, mein Tagebuch sozusagen in Schriftform die letzten 14 Tage vor Olympia auf Papier bringen, sozusagen auf digitales Papier. Und da laden wir euch herzlich ein, mal den Newsletter abzuchecken. Und da könnt ihr so meine Gedanken wirklich mit Uhrzeit, mit Tag verfolgen, nachlesen. Das Ganze ist noch mit Bildern hinterlegt und ist, denke ich, eine coole Sache. Vielleicht sprechen wir damit nicht die U15-Generation an, die eine Auffassungsgabe von 2 bis 3 Minuten hat, sondern auch die Leute, die sich gern sowas durchlesen, die sich vielleicht dadurch auch motiviert fühlen. Und ja, Mann, das ist eine geile Sache, finde ich cool, deswegen auf jeden Fall erwähnenswert. Newsletter wird hier eingeblendet und könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Let's go. Wir gehen heute nochmal ins Torture, hätte ich gesagt. Ist nicht weit von uns entfernt und bietet sich eigentlich ganz gut an. Hat einen Posingraum, hat Cardio-Geräte, hat ein paar Bauchsachen und hat jetzt sehr korrekte Leute. So, jetzt sind wir wieder im Torture Gym. Gleich bei uns ums Eck. Gewicht wurde genommen. Ich habe mich gerade draufgestellt, hat es eine 200 angezeigt. Dachte ich erstmal, Digga, was? Aber die klassische Umrechnungsquote mal wieder. Ja, ordentlich Gewicht gedroppt. Aber ja, ich glaube, das sieht man auch in der Form, oder? Also, ja, im Gesicht auch. Aber das werde ich jetzt gleich mal Stefan mitteilen. Ich werde den jetzt mal kurz anrufen. 2 Wochen, um die so fit und so geil wie möglich zu machen und so voll wie möglich zu machen. Und das tun wir jetzt auch. Und das heißt jetzt wirklich das Hirn umpolen, die Arbeitsmentalität raus und die Erholungs- und Ruhementalität rein. Okay. Trainingstechnisch, wie wird gesteuert jetzt die Woche? Na, die Wochen noch schon knallen. Trainieren, also nicht zu lang, weißt du, dass wir nicht zu viel Kalorien verbrauchen, ja, aber schon noch schön Last draufbringen, ja, dass der Muskel weiß, dass er da sein soll. Ja, also das Training gestern hat richtig geknallt, also Ja, ich habe 200 Kilo gedrückt auf der Schrägbank. Oh. Aufpassen, gell? Jetzt ist da alles recht trocken, gell? Ja, aber es ging wirklich smooth auf 10 Reps. Also du hast ja gesagt, nichts mehr unter 10 so und das... Genau. Also es ging gut vorwärts, deswegen. Ja gut, dann fahren wir wieder nach Hause. Tschüss. Ciao, bis dann. So, Leute, ich find's geil, dass ihr jetzt dabei seid, denn was ich dachte, ich fahre jetzt ins Gym, mach meinen Walk, gut, Posing haben wir jetzt ordentlich gemacht. Daheim 2 Runden, hier 3 Runden. Aber der Coach hat angerufen, wir haben das Gewicht gecheckt. Das Gewicht ist ordentlich gedroppt und Stefan, ja, lässt mich heute die Kalorien voll tanken. Ich bin mal gespannt, was da jetzt gleich an Carbs reinfliegen wird. Aber der sagt, vielleicht habt ihr selber noch mitbekommen, wir sind gerade in der besten Ausgangslage, in der ich je war. Und das heißt, wir müssen jetzt mental ein bisschen umpolen, gedanklich umpolen. Und ich bin mittlerweile jemand, ich vertraue Stefan 110% und ich werde genau das machen, was er sagt. Und deswegen lasse ich da nichts anbrennen, weil gerade habe ich mich selbst auch gesehen und normal als Athlet denkst du immer, du siehst scheiße aus, aber da dachte ich mir schon, gut, ich bin sehr leer, aber dachte mir, ja, wird schon geil, aber wie gesagt, nach wie vor Fresse halten, abliefern, Tag X ist das, was zählt, aber jetzt wird nach Plan gearbeitet und nach Plan alles exactly eliminiert, beziehungsweise, wie sagt man, absolviert, abgearbeitet. Was die Jungs sich im Gym jetzt denken. Ja, also dann, bis denne. Heute ist trainingsfrei, es passt auch ganz gut. Deswegen wird heute nur voll gemacht, der Speicher. Und dann hoffen wir, dass die Koffer heute Nachmittag ankommen.
hoffen, dass das alles passt und dann schauen wir weiter. Was man immer machen kann, ist Verletzungsprävention, und was ich immer gerne am Rest Day mache, ist mein Kung-Fu-Training. Spaß beiseite. Aber was ich auf jeden Fall mache, ist eine kleine Stretching-Einheit. Gerade hier ein bisschen Mobilität. Die Schultern aufmachen, das ist auch ganz wichtig, um verletzungsfrei zu bleiben. Und das Ganze mache ich 5 bis 10 Minuten, ein bisschen eine Stretching-Einheit, und dann geht's ab nach Hause und dann wird gefuttert. Also beim Stretching eigentlich wähle ich mir die Übung aus, wo ich merke, ich habe Defizite. Das ist gerade wie bei fast jedem Bodybuilder der Beinbeuger, Hamstringsbereich, da man den immer sehr verkürzt beim Training. Das sind sowas wie die Quadrizepse bzw. die Patella-Sehnen, die man auf jeden Fall gut mobilisieren, gut aufdehnen kann. Die Hüfte, die man auf jeden Fall ein bisschen öffnen kann. Es trägt alles auf jeden Fall dazu bei, dass man nicht nur Verletzungen vorbeugt, sondern auch im Posing um einiges besser wird. Denn ein gestretchter Muskel ist auch ein smoother Muskel. Und ich bin der Meinung, das sieht man dann auf jeden Fall auch auf der Bühne in der Präsentation. Und deswegen, ja, ist eine geile Sache. Ich glaube, jeder, der sich schon mal gestretcht hat, der weiß, danach fühlt man sich immer so ein bisschen frischer, ein bisschen vitaler. Und es tut einfach gut. Körper und Geist. Fühlt sich weird an. Wenn man jetzt keinen Sport machen kann, aber jetzt hänge ich mich noch kurz aus und dann geht's ab nach Hause. Während ich meine Skincare-Routine gemacht habe, hat mein Freund heute Ladetag gehabt. Heute gibt es ein paar mehr Carbs im System. Schon meine Haferflocken gemacht und macht jetzt sich sein eigenes Essen, Haferflocken und Eiklar-Pancake. Vorher aber auf jeden Fall Daily im System, auch am Ladetag wichtig, denn Glutamin sorgt für eine gute Verdauung und Verdauung ist key. Und das, was ich ausgepackt habe. Den heiligen Kochlöffel. Den Smile-Löffel. Aber den erkennt man nur daran. Unser Löffel. Dream Team Löffel. Der bringt Glück und bringt die Carbs ins System. Und ja, also wie ihr vorher schon gesehen habt, Coach hat auf jeden Fall mehr Kohlenhydrate angeordnet. Das Ganze wird jetzt gemacht, wie er sagt. Ich bin jetzt wie ein Soldat, der genau das macht, was der Trainer einem sagt. Und in diesem Sinne. Aber was ich ganz witzig finde, wir haben noch vor ein paar Tagen gesagt, dass dieser Bär, der Wunderbär, erst ein paar im Kabab. Ja. Ne? Und jetzt kommt der Kabab-Bär heute schon zur Geltung. Und das ist aber auch so ein Stichwort, was vielleicht für die Leute interessant ist. Ich muss nur aufpassen, dass hier nichts verbrennt. By the way, gibt es das Rezept im Kochbuch? Aber in so einer Peak Week, beziehungsweise wir sind noch nicht ganz in der Peak Week, aber so kurz vorm Wettkampf können halt Anpassungen echt täglich stattfinden und sich täglich verändern. Deswegen kann man nicht immer pauschal sagen, ja, so fällt der Tag heute aus und so
fällt der Tag morgen aus. Also es ist immer so ein Hin und Her, um die perfekte, ja, um das perfekte Paket am Ende zu bringen. Und ich bin da einfach so happy und so dankbar, Stefan zu haben, der einfach so ein geschultes, gezieltes Auge hat, da immer die richtigen Calls zu treffen, die richtigen Entscheidungen zu machen und am Ende mich dann in Bestform auf die Bühne zu stellen. Genau. Bevor du jetzt aber noch weiter redest, dein Ei Multitasking und brennt so. an. Ja. Du warst noch nie Multitasking und in der Prep erst richtig. Nach einem erfolgreichen Powernap, der bei mir zurzeit Standard ist nach jeder ersten Mahlzeit bzw. nach dem Frühstück, gibt es jetzt die Vorbereitung fürs nächste Meal. Und zwar, ich bin so froh, dass wir unsere Miracle Tuppern dabei haben, denn die sind immer passend für den Rice Pudding Cake. Den tue ich mir jetzt vorbereiten. Und dann kommt gleich auch die Therapeutin vorbei. Ihr wisst, am Rest Day heißt es auch schön dem Körper Ruhe geben, eine ordentliche Deep Tissue Massage abholen, den Körper bereit machen für die nächste Trainingswoche, die ab morgen ansteht. Und dann auf jeden Fall ein bisschen runterfahren. In der Zwischenzeit kann der Reispudding dann durchziehen und den werde ich mir dann hinterher ins System jagen. Ja, ansonsten, ich bin echt happy, dass ich so deep in der Vorbereitung noch gut schlafen kann. Nachts zwar öfters wach, aber ich komme trotzdem mit dem Mittagsschlaf immer noch auf meine 7-8 Stunden. Und das ist ziemlich geil, denn ihr müsst verstehen, egal welche Supplements, egal welches Essen, egal was ihr eurem Körper zuführt, Schlaf ist das oberste Gut der Regeneration. Deswegen seid wie der Bär und fallt regelmäßig in den Winterschlaf, dann werdet ihr auch ordentlich Gains machen, ordentlich Fett verlieren und eurem Körper was Gutes tun. Genau. Es wird jetzt gepreppt und dann ja, wird die Therapie genossen. Es wird, glaube ich, wehtun, aber ohne Schmerz kein Erfolg. Baby, was geht bei dir in der Zwischenzeit? Ja, mein Trip-Check wieder. Der ultimative kofferlose Trip-Check. Ja. Das hin. Erneut vom Freund die Hose, aber ein cooles Shirt und Socken aus dem Walmart. Und dann geht's für dich auf den Strip, ne? Nein, ich gehe jetzt mit Meth in Vintage-Läden shoppen, weil ich habe mir auf meiner Lieblingsplattform TikTok ganz viele Videos angeguckt. Alice ist richtige TikTokerin geworden, muss man dazu sagen. Es gibt sehr viel Trash, aber ich habe 2 Läden gefunden, die sehen echt richtig fresh aus. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht bringt sie mir auch was mit. Wenn nicht, seht ihr auf jeden Fall später eine Beauty Haul von Alice, die ihresgleichen suchen wird. Aber ich muss sagen, Alice stehen die ganzen Vintage-Sachen extrem gut. Und du bist auch eine. Alice hat schon Vintage gerockt. Vor 5 Jahren, als ich sie kennengelernt habe, wo Vintage noch gar nicht so im Trend war. Und wurde immer gehatet dafür. Ja, aber ey, ganz ehrlich, scheißt auf Hate. Hate zieht euch nur runter. Versucht euch mit positiven Menschen zu umgeben und dann macht ihr euer eigenes Leben auch glücklicher. So Leute, wir sind gerade in einem Vintage Store. Ich zeige euch mal hier diese überfancy Umkleide und ich bin richtig so Vintage-Fan, muss ich sagen. Und also jetzt achtet mal nicht auf diese Hose, weil die passt einfach super dazu. Aber wie geil ist bitte diese Jacke? Ich weiß, viele denken sich jetzt so, oh mein Gott, was für ein Trash, aber ich weiß nicht warum, aber ich feiere diese Jacke so überkrass. Die gibt so richtig, keine Ahnung, 90s Vibe. Wir müssen noch ein bisschen runterhandeln, die Jacke, aber ansonsten werde ich diese Jacke sowas von mir gönnen. Ich weiß auch nicht, warum ich feiere das jetzt. Rot-Schwarz, eben meine Lieblingskombi. Das hier ist Jacke Nummer 2. Die sieht ein bisschen anders aus, bisschen fetziger, aber diese Hologramme hier, richtig fresh. Dazu ein Hoodie, schwarze Jeans. Perfekt! Ich glaube, diese Jacke werde ich mir genauso gönnen. So, Matthew und ich haben unseren Shopping-Trip beendet. Ich bin jetzt 3 Jacken
Ich habe gar nichts gekauft. Du hast gesagt, die Jacke sieht schön aus. Das hat mich richtig bestätigt. Hättest du gesagt, die sieht scheiße aus, hätte ich es wahrscheinlich trotzdem gekauft, aber trotzdem. Ostertherapie wird auch fertig sein, dann gibt es Essen. Was geht bei dir? Ich muss auch was essen. Und dann? Ich werde ins Gym jetzt gehen. Unser Kameramann geht jetzt gleich ins Gym. Der hat richtig heute schon Herzpain bekommen, weil dieses YouTube-Video nicht geuploadet ist. Daumen hoch von Map. So kommt man nach Hause von einem Shopping-Trip und ein nackter Mann liegt da im Garten. Aber ich zeige jetzt natürlich jetzt euch nicht die Form. Und auch nicht das, was ihr alle sehen wollt. Lademahlzeiten hast du heute noch? So, 6 Stück und jetzt sind wir bei Press. Wie fühlst du dich? Merkst du schon, dass die Carbs ankommen? Ja, im Gehirn auf jeden Fall ein bisschen. Körperlich braucht es dann natürlich schon ein bisschen mehr, vor allem nach so vielen Low Days, aber muss dir mal sagen, man ist gewohnt, Herr Kaliczynski isst 50 Gramm Reis. Okay. Und jetzt sieht man hier diesen ganzen Krug nur für sich. Ja. Während ich bin nicht auf Prep, diesen kleinen Topf. Jetzt sind wir mal wieder bei den, weißt du, bei den normalen Essensmengen. Weil sobald du dann weniger isst als deine Freundin, kommt man sich als Mann dann doch irgendwo ein bisschen komisch vor, ne? Nur ein bisschen. Aber, Schatzine, wir sind ja auch Placement Queens. Queens? Ich bin keine Queen, aber die Verdauungsenzyme, die helfen natürlich sehr, gerade wenn man viel isst. Gerade an alle meine Freunde da draußen in der Off-Season kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Die sorgen einfach dafür, dass die Proteine und alles, was ihr aufnimmt, besser verwertet wird. Denn ihr seid nicht, was ihr isst, ihr seid, was ihr absorbiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Sogar ich muss sagen, das hilft auch geisteskrank, wenn man einen Blähbauch hat, diese Subs. So, Tag 3 neigt sich zum Ende zu. Aber für uns noch nicht, denn wie wir hier sehen, es gibt eine Rasiersession für den Bären. Wir fangen dieses Mal schon ein bisschen früher an, damit die Haut richtig blitzeblank strahlend ist. Genau. Deswegen dann können wir nächste Woche schon anfangen mit dem Peelen. Gut, wir verabschieden uns mit diesem geilen Wetter hier draußen. Tschüss, auf Wiedersehen.